kann mir schon denken, warum. Wahrscheinlich warst du wütend auf mich, weil ich nicht wieder mit dir ins Bett wollte. Was? Wie kommst du denn auf so einen Schwachsinn? Ich dachte, zwischen uns beiden ist alles geklärt und wir sind Freunde. Dann erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Ich wünsche euch für eure Ehe alles erdenklich Gute. Dankeschön. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich heul gleich. Herzlichen Glückwunsch, Anzi. Glückwunsch. Danke. So, jetzt hätte ich gerne noch ein Foto vom Brautpaar mit den Trauzeugen. Wir waren sowieso fertig. Wie stellst du dir das vor? Soll ich zu Paul gehen und sagen, vertrag dich endlich wieder mit deiner Mutter? Keine Ahnung. Du bist doch der Anwalt. Aber Susanne ist nicht meine Mandantin. Und wenn eure Mutter ein Problem mit Pauls Freundin hat, dann soll sie das mit ihm klären. Und ich dachte, ich könnte mich wenigstens auf dich verlassen. Könnt ihr eure Familienprobleme etwas leiser ausdiskutieren? Vielen Dank. Jetzt fängt er auch noch an mit Familienproblemen. Wieso? Stimmt doch. Du gehörst zur Familie. Moment. Du hast mich befreit, als Papa mich auf dem Boot festgehalten hat. Du bist der Vater von Carlas und Susannes Baby. Aber das heißt doch noch lange nicht... Lass bitte. Nein, Lisa. Erstens bringt das nichts und zweitens geht mich das nichts an. Punkt. Das Ja. ist also dein letztes Wort? Mein allerletztes. Die Gäste kommen. Guten Tag, Frau Schneider. Frau Gülsdorf, Sie berichten über die Hochzeit? Ja, ich mache eine Home Story über das Brautpaar. Darf ich fragen, in welchem Verhältnis Sie zur Familie Lahnstein stehen? Oh, ich bin mit der Familie seit vielen Jahren befreundet. Aber Sie sind nicht verwandt mit dem Grafen oder der Gräfin? Das nicht, aber ich denke, dass ich mich als enge Freundin Weil Frau des von Hauses Staubach ist bezeichnen kann. eingetroffen. Vielen Dank, Frau Schneider. Bitte. Staubach. Nur weil sie jetzt einen 20 Jahre jüngeren Liebhaber hat. Jana, das ist die falsche Richtung. Je nachdem. Was denn? Die Feier fängt doch gerade erst an. Genau der richtige Zeitpunkt für mich zu gehen. Also wenn einer Anlass hätte, um Hochzeiten einen großen Bogen zu machen, dann bin ich das. Du weißt, hatte ich ja in letzter Zeit mit meiner Männerwahl kein glückliches Händchen. Da sind wir ja schon zwei. Und diese ganze geballte Romantik, das ist nichts für mich. Naja, jetzt machst du mal einen Spaziergang im Park. Vielleicht hast du dann doch noch Lust mitzufeiern, hm? Mal sehen. Viel Spaß. Danke. Gibt's beim Torte-Anschneiden eigentlich auch irgendeinen Aberglauben? Ja, so viele Stücke wie die Braut schafft, so viele Jahre hält die Ehe. Hallo? Kleidergröße 48? Tja. Oh. Ich wusste gar nicht, dass der Graf auch die Angestellten eingeladen hat. Ach, Empfangsgelände Holding ist doch nur ein Nebenjob. Oh, und das ist Ihr Hauptjob? Ich bin Konstantins Beraterin. Personal Assistant. Konstantin hat das nötig. Absolut. Elisabeth, möchten Sie auch ein Stück Torte? Nein, danke. Ich freue mich wirklich sehr, dass du gekommen bist. Wenn die Torte schmeckt, hat es sich ja fast gelohnt.
Echt coole Party. Stell dir mal vor, wir hätten das verpasst. Also, dass ihr alle einen auf Happy Family machen, darauf hätte ich gut verzichten können. Es bleibt einfach locker. Schließlich ist die Presse da. Graf Leinstein, darf ich fragen, wer Ihre attraktive Begleiterin ist? Ja, das ist Olivia. Olivia Schneider. Sie sind mit dem jungen Grafen befreundet? Ja, sehr gut sogar. Stimmt's? Würden Sie uns etwas ausführlicher über Ihre Freundschaft berichten? Klar, also wenn Sie wissen wollen, wie wir uns kennengelernt haben, das war damals. Kriege ich auch ein Stück Torte? Carla. Hey. Wow. Carla. Das war so nicht abgesprochen? Nein, aber Überraschung gehört natürlich dazu. Schließlich sind wir eine große Familie. Danke sehr. Ja, dann würde ich mal sagen, auf das Single-Leben. Ja. Was will denn die kleine Kröte hier? Sich auf eine Predigt ihrer Tante gefasst machen? Tantchen, was machst du denn hier? Olivia, wenn du dich schlecht benimmst oder gar der Journalistin irgendwelche Lügen erzählst. Ich glaube, so interessant bist du für die Presse wirklich nicht. Und? Hast du dich wieder eingekriegt? Na, wegen Lisa. Die Kleine hat mir vorhin richtig leid getan. Gregor, sehe ich aus wie ein Familientherapeut? Nein, du siehst aus wie der Hausfreund, der plötzlich ein Problem mit Susanne hat. Wieso sollte ich? Na, war ja nur so eine Vermutung. Also wenn du mich fragst, ich als Familientherapeut... Ich weiß es doch auch nicht. Das mit Susanne, irgendwie ist das in letzter Zeit anders geworden. Anders? Das ist ja schön ausgedrückt. Ja, irgendwie. Ach, keine Ahnung, vergiss es einfach. Du willst nicht mitfeiern, weil Leonhard dich nicht auf die Fortbildung fahren lässt? Ich habe keinen Bock auf ihn. Wieso? Du hättest ihn mal hören sollen. Was er für Sprüche geklopft hat, von wegen, er wäre mein Vorgesetzter und er müsste sich für seine Entscheidung nicht rechtfertigen. Das ist so daneben, findest du nicht? Ist das alles? Ja. Außerdem habe ich Kopfschmerzen. Ich fühle mich nicht wohl und meine Schuhe sind zu eng. Und der Streit geht dir einfach so an die Nieren, weil die Leonhard immer noch sehr wichtig ist. Weißt du eigentlich, wie schlimm das für mich ist? Ihn jeden Tag sehen zu müssen. Zu wissen, da wird nie mehr sein zwischen uns als Freundschaft. Das verstehe ich. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das jemals durchhalten soll. Graf Lahnstein, was wünschen Sie Ihrem Sohn und der Braut für die kommenden Jahre? Findest du nicht auch, dass deine Schwester in New York ganz schön zugelegt hat? Ja, also, so wollte ich es natürlich nicht ausdrücken, aber... Hey, 17. Woche. Langsam kann man es ihm nicht mehr verbergen. Was, du bist schwanger? Gräfin Lahnstein, unsere Zuschauer interessiert natürlich ganz besonders... Frau Gülsdorf, wollen Sie nicht das fantastische Nachmittagslicht für ein paar schöne Außenaufnahmen vom Schloss nutzen? Aber natürlich, Herr Graf, eine sehr gute Idee. Ja. Wo ist denn die Mutter des Kindes? Moment. Habe ich hier irgendeine biologische Entwicklung verpasst? Was heißt denn die Mutter des Kindes? Susanne kann leider nicht kommen. Hast du noch gar nicht mit ihr gesprochen? Ich bin davon ausgegangen, dass sie sowieso hier ist. Ich wollte sie überraschen. Na, dann werde ich sie gleich mal anrufen. Vorher, glaube ich, wollen noch ein paar andere Familienmitglieder begrüßt werden. Ihr entschuldigt mich. Hallo, Vater. Frau Brandner? Hallo. Carla, du siehst fantastisch aus. Wie war New York? Ein Traum. Dagegen wird man hier leider sehr schnell von der Realität eingeholt. Ja. Carla, bitte, wenn es zwischen uns etwas zu besprechen gibt, dann hat das sicher Zeit bis morgen, oder? Sicher? Hat dich eigentlich irgendjemand gebeten, Lars zu fragen? Nein, aber er hatte einen guten Draht zu Paul. Ja. Und jetzt denkt er, dass ich dich geschickt habe, weil ich mit Paul nicht klarkomme. Bravo. Sag mal, hast du dich mit Lars abgesprochen? Nein. Langsam habe ich wirklich das Gefühl. Erst schläft Lars bei uns nächtelang auf dem Sofa, ist dein großer Beistand, mein Retter, und plötzlich... Sag doch auch mal was. Wenn deine Mutter ihre Gründe hat, weshalb sie nicht möchte, dass Herr Schneider... Es gibt einfach gewisse Sachen, die kann ich alleine regeln. Zum Beispiel mein Streit mit Paul. Hoffnungslos.
So ganz Unrecht hat Lisa nicht. Was ist denn nun eigentlich das Problem in diesem Fall? Ich möchte nicht, dass Lars sich ausgenutzt fühlt. Carla? Ich bin wieder da. Du bist schon zurück? Pünktlich zur Hochzeit. Entschuldigung. Es ist nicht besonders taktvoll, mir ausgerechnet dich als Mülleimer auszusuchen. Wieso? Abteilung Sondermüll, da bin ich doch genau die Richtige. Wünschst du dir nicht manchmal auch ein Delete-Programm fürs Gehirn? Ein Programm, mit dem man alles Unangenehme löscht? Ereignisse, Erinnerungen, Gefühle. Eins, das alle Dateien entfernt, in denen der Name Leonard vorkommt. Wie wär's? Wir entwickeln ein Programm für unglücklich Verliebte. Und wir werden stinkreich. Immerhin, wenn wir unseren Traummann schon nicht haben können. Wie bitte? Lars Schneider ist der Vater? Dann bin ich wahrscheinlich der Letzte, der das erfährt. Ja? Keine Sorge, bis jetzt weiß es noch fast keiner und das soll vorläufig auch so bleiben. Zeit für das Familienfoto. Elisabeth, kommst du? Ich glaube, das lassen wir lieber. Unsinn, du kommst natürlich mit auf das Foto. Ja, cool. Und danach spielen wir Wer gehört nicht aufs Bild? Konstantin, bitte. Wo er recht hat? Also ich würde vorschlagen, in dem Fall lassen wir das Brautpaar entscheiden. Ich möchte nicht, danke. Elisabeth, Lassen. bitte. So, wenn ihr euch dann bitte alle aufstellt. Bisschen näher zusammen. Ich habe alles eingestellt, wenn Sie dann nur hier auf den Knopf drücken. Lächeln. Hier. Hilft zwar nicht gegen Liebeskummer. Mir geht's trotzdem schon viel besser. Vor allem bei der Aussicht, dass wir bald Millionäre sein werden. Unsere bahnbrechende Erfindung. Gibt bestimmt 1000 Frauen, die uns das Verschwinde endlich aus meinem Kopfprogramm abkaufen werden. Oder wir erfinden einfach das Verlieb dich doch endlich in mich, du Trottelprogramm. Mist. Der Trottel des Tages bin allerdings ich. Ich habe völlig vergessen, das Geschenk im Park vorzubereiten. Was schenkst du Nathalie und Ansgar denn? Meine Mutter und ich, wir schenken ihnen eine Schaukel für Hannes. Die ist auch schon aufgebaut, nur ich fürchte, die Deko wird nicht vor dem 5. Hochzeitstag fertig. Ich helfe dir. Dann musst du dich auch nicht unter das Hochzeitsvolk mischen. Da seid ihr beiden ja. Dich suche ich, Sarah. Das Brautpaar vermisst dich schon. Na, dann, würd's dir was ausmachen, Jana zu helfen? Also eigentlich wollte ich... Sarah, du kannst uns doch jetzt hier mit nicht alleine lassen. Danke, ihr beiden. Wirklich süß von euch. Ja, Herr Walz hat die Frisur wirklich toll hinbekommen. Das hat wirklich einen großen Spaß gemacht. So eine attraktive Braut frisiert man ja nicht jeden Tag. Und Sie sind für das wundervolle Make-up von Gräfin Lahnstein verantwortlich? Ist wirklich wundervoll, muss ich sagen. Ich habe mich einfach von dem zauberhaften Kleid inspirieren lassen. Ihr habt mich vermisst? Ja, Frau Gülsdorf wollte dir noch ein paar Fragen stellen. Wir können ja dann vielleicht mal... Das ist echt wie ein Märchen. Ja, da steht die böse Stiefmutter. Meine Tante ist das Rumpelstilzchen, wie sie vorhin wieder aufgeplustert hat. Komm, Konstantin, ein bisschen freundlich, okay? Ist sie durchs Bild gelatscht? Nein, darauf habe ich schon geachtet, keine Sorge. Ich hoffe, diese unselige Diskussion über das Familienfoto hat dir nicht die Laune verdorben. Nein, mach dir mal keine Sorgen. Oh, deine Tochter. Sie sieht verändert aus, sie strahlt so. Ja, New York hat dir gut getan. Hallo, Lars. Ach, Carla, du bist wieder aus New York zurück? Vor 3 Stunden gelandet. Hallo. Carla, hey. Hey. Was macht der Nachwuchs? Ist jetzt schon verdammt wählerisch. Nicht mal das Essen in der First Class ist ihm genehm. Mir ist so schlecht geworden, ich habe keinen Bissen runtergekriegt. Aber wahrscheinlich lag es wohl eher daran, dass ich so aufgeregt war, Susanne wiederzusehen. Ja.
Warst du denn schon bei ihr? Nein, aber sie kommt gleich her. Wie waren denn eure letzten Wochen? Hast du dein Versprechen gehalten? Welches Versprechen? Dich um sie zu kümmern? Ach so, ja. Zumindest habe ich mir Mühe gegeben. Los, wir müssen hoch. Das Essen kommt jetzt. Kommt. Also, von wegen, seit Frau Kepler weg ist, herrscht hier ein sanfterer Ton. Meinst du, wir können jetzt wenigstens vernünftig miteinander reden? Was war heute Mittag mit dir los, Jana? Ich war einfach sauer auf dich, weil du mich nicht zur Fortbildung fahren lässt. Aber ich hab dir doch erklärt, dass Schwester Silvana genau Ja, wie... das ist abgehakt. Und was war sonst noch los? Komm schon, Jana. Sag's mir ganz ehrlich. Ich komme mit der Situation einfach nicht klar. Als wir noch eine Affäre hatten, da habe ich mich immer wieder trostpreis gefühlt. Aber das war nicht so. Jedenfalls, jetzt sehen wir uns kaum noch und das macht mich genauso unglücklich. Glaubst du denn etwa, mir geht's anders? Ich habe die Zeit mit dir genossen. Wirklich? Ja, natürlich. Und ich vermisse dich. Sehr sogar. Sag mal, hat sie dich eigentlich auch interviewt? Ja, kurz. Vielleicht warst du ja nicht prominent genug. Also für mich hat sie sich viel Zeit genommen. Was denkst du wohl, woran das lag? Weil du an der Seite von Konstantin von Landstein aufgekreuzt bist. Hör ich da sowas wie Neid, Tantchen? Du überschätzt dich, Schätzchen. Wenn ich mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Also zunächst einmal möchten wir beide uns bedanken, dass ihr alle zu unserem Fest gekommen seid. Es war uns ein Anliegen, im Kreise unserer Familien zu feiern. Und dass es Carla sogar extra aus New York geschafft hat, das freut uns ganz besonders. Ja, und natürlich wollen wir an den Traditionen festhalten und bitten deshalb alle unvermählten Damen nach vorn zu treten. Das schenke ich mir diesmal. Findest doch sowieso keinen. Also dann nochmal vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich habe zu danken. Ich habe wunderbares Material für die Home Story bekommen. Wir sind gespannt, was Sie daraus machen. Wiedersehen. Wiedersehen. Die hat doch nur auf einen Skandal gewartet. Ja, zu dumm, dass wir ihr den nicht bieten konnten. Natürlich, ich kann es kaum erwarten, dass Susanne herkommt. Wie lange waren Sie jetzt weg? Du freust dich doch auch für die beiden, oder? Ja, und wie? Susanne. Carla. Oh, pass auf. Lächeln. Fertig? Fertig. Wow. Da werden sich die beiden aber freuen. Ja, vor allem der kleine Hannes. Aber warum? Dein Bruder kann seine Frau doch auch in den Himmel schaukeln. Ansgar. Dem fehlt doch jeder Sinn für Romantik. Also ich finde das sehr romantisch. Hoppla. Du nicht?
China Moduls ist im Keller? Das ist ja großartig. Muss ich sofort kaufen. Warte doch noch einen Moment, ich wärme dich noch mal auf. Keine Zeit. Du genießt dein Leben auch in vollen Zügen, was? Ja. Vor allem, wenn ich an einem Tag ein paar Millionen machen kann. Stevens, Dingert hier. Hör zu, kauf sofort alles von China Moduls. Ja, China Moduls. Zu 12,10. Und sag mir Bescheid, wenn es geklappt hat, okay? Ciao. Idiot. Im Gegensatz zu dir bin ich nämlich gerne auf der Gewinnerseite. Wer sagt denn, dass ich das nicht bin? Naja, dein Plan, die Hochzeit zu vereiteln, ging wohl ziemlich in die Hose. Den Spaß gönne ich ihm. Nur auf sein Hochzeitsgeschenk muss er noch ein bisschen warten. Du schenkst ihm was? Ja. Jede Menge Sorgen. Papa wird seinen Kleinen vermissen, wenn wir auf Reisen sind. Sehr sogar. Oh nein, die Brautentführung. Ich wusste, es bleibt mir nicht erspart. Sozusagen. Na, gefällt's dir? Ansgar, das ist... Längst noch nicht alles. Ihr kommt dann ja auch ohne mich klar, oder? Natalie, du kennst mich wie kein anderer Mensch und du weißt, dass ich nie so der große Romantiker war. Dann muss heute irgendwas mit dir passiert sein. Ja. Ich habe die wunderbarste Frau auf der Welt geheiratet. Und weil ich dir nicht immer nur sagen will, wie sehr ich dich liebe, dachte ich mir, ich versuch's mal auf die Art. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. And you can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Jana, ich weiß, wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Was? Sarah. Ich weiß ja selbst, dass es aussichtslos ist, aber Sarah ist die Frau, die ich liebe. Ich meine wirklich Liebe. Ich weiß. Und deshalb möchte ich, dass du dir darüber im Klaren bist, dass zwischen uns nie mehr als eine Affäre sein wird. Bist du dir wirklich sicher, dass dir das reicht? To